Oui, mais ça fait partie du scénario prévu. Nationalität Amerikaner, Beruf Komponist. How to Pass, Kick, Fall and Run heißt ein Ballett. Die Musik ist von John Cage, die Choreografie von seinem Freund Merce Cunningham. Der Tanz wird ausgeführt vom Cunningham Ballett, die Musik von Cage selber gespielt. Well, you might become one. Why wasn't the table put on stage? All of this is a very ticklish wiring. Die Musik, in diesem Fall eine Anzahl von Geschichten über verschiedene Mikrofone gesprochen, auf verschiedene Lautsprecher übertragen, in Farbe und Intensität verschieden geregelt. Jede Geschichte 1 Minute lang. Zum Beispiel, Cage besucht eine Freundin, fand sie mit der linken Hand ein Bild malend. Bist du keine Rechtshänderin, fragt er. Ich will vorbereitet sein auf den Fall, dass die Fertigkeit meiner rechten Hand erlahmt, sagt sie. Cage lacht. Was, wenn die Fertigkeit beider Hände erlahmt, fragt er. Sie antwortet nicht. Beim nächsten Besuch, einen Tag später, findet er sie auf dem Boden. Mit großer Anstrengung malt sie, den Pinsel zwischen 2 Zehen ihres linken Fußes haltend. Für ein französisches Publikum hat Cage seine Geschichte in sein Französisch übersetzt. Que je rendais visite à Sonia Secular de l'autre côté du couloir, j'ai remarqué qu'elle peignait de la main gauche. J'ai dit, Sonia, vous n'êtes pas droitière? Elle m'a dit, si, mais je pourrais perdre l'usage de la main droite et je m'habitue à me servir de la gauche. J'ai ri et je lui ai dit, et si vous perdiez l'usage des 2 mains? Elle était occupée par sa peinture et n'a pas pris la peine de me répondre. Le jour suivant, quand je lui rendais visite, je l'ai trouvée assise par terre. Elle peignait avec difficulté, car elle tenait son pinceau entre 2 orteils du pied gauche. Ein Komponist, 8 Tänzer, 2 Musiker, eine Lichtmeisterin, ein Bühnenmeister, ein Geschäftsführer. Sie machen eine Europatournee. 3 Stationen. Sitges in Spanien, Auftreten vor mondänem Ferienpublikum. Saint-Paul in Südfrankreich, Auftreten vor mondänem Ferienpublikum. Hamburg, Auftreten vor Fernsehkameras. Ja bitte, der Ton ist fertig. Alle auf die Plätze bitte. Ist alles fertig? Alles fertig, auf die Plätze bitte. Danke. Der Komponist Cage und die Tanzgruppe Cunningham haben ihre Gönner. Die Tournee bringt so viel ein, dass der ganzen Gruppe 4-mal Wochengehälter von $190 gezahlt werden können, von denen sie dann weitere 6-8 Wochen in Amerika leben müssen. Bis ein neues Engagement kommt. Auf dem amerikanischen Kulturring. Universitäten, Colleges, Mittelwesten, Süden, Ostküste. Fahrt zu 9. im Volkswagenbus. Cage am Steuer. Jahre haben sie so gelebt. Übernachtung und Mahlzeiten wurden vom Erlös gesichert. Was über war, gleichmäßig verteilt. In den USA wird als offizieller Mindestverdienst deklariert $3.300 im Jahr. Alles darunter befindet sich im Zustand der Armut. Jahreseinkommen der Tänzer 1.500. Okay. What's 10? Yes, oh, that's lovely. Yes, you see, Just 10 anything in German. Same. I see you looking. Oh, well, that because I would be really. 11. So what? See, now I figure. Well, this is me. No, this is me, which Sehr is gut. 170. Nebenverdienst, Gymnastik und Tanzunterricht. Wenn ohne Engagement, beziehen sie Arbeitslosenunterstützung, falls sie 20 Wochen von 52 im Jahr beschäftigt waren. You owe me $2.50. Double that. Right. Up till 2 years ago, there was no steady salary for anyone. The company was taken out on touring in a little Volkswagen bus, 9 people,
And Merce and John would pay for the room and board, and then for the concert, they would give each member of the company a certain amount of money, depending on what was available. And then beginning 2 years ago with our tour around the world, we set up a payroll for the first time, which was insured. And although we couldn't pay very high salaries, we paid them regularly for about 25 weeks. And so this then entitled the dancers to unemployment when they got back. It's possible for us now to go, most of us to go on unemployment when we go back. But then you're not allowed to have another job. Well, it takes up part of the week. If you have to have a job that will not go over a certain amount of money and will not last for a whole week, and then you can continue to get unemployment. But your unemployment check is littler than it would be if you didn't have a job. How many weeks work do you have to have before you get unemployment? 20. Monatliche Arbeitslosenunterstützung, die Hälfte vom Normalverdienst, etwa $40. Einkommen durch Unterricht, vielleicht $25. Also $65 Einkommen in einem engagementfreien Monat. Davon kann man leben. Zum Beispiel in verlassenen Gebäuden von der Stadt New York für unbewohnbar erklärt. Nur noch bedingt als Arbeitsstudio benutzbar. Kommt der Inspektor vom Wohnungsamt, müssen alle Schlafstellen beiseite geräumt sein. I expect to have a job at teaching children when I go back that I had all last year that earns me very little money, but it only takes 2 hours a week. And it earns me $25, which is not very much, but it's only 2 hours a week, which means I have the rest. And then plus my unemployment, which will hopefully be about $40. I can live on it. I don't think anyone really regrets it. You know, I don't regret. I think I've had a marvelous life. And people say, but don't you want children? Yes, I'd like children, but one can't have absolutely everything in this world. And I've had so much more than I ever dreamed of. Carolyn Brown. Niemand von uns bereut. Willst du keine Kinder, fragen die Leute. Natürlich, aber alles kann man nicht haben. Mein Leben ist ganz erfüllt. In der Gruppe herrscht ein Gefühl gegenseitiger Zuneigung und Fürsorge. Merce Cunningham gibt dem selten Ausdruck. Einmal, nach einer Aufführung, sagte er, vielen Dank, ihr wunderschönen Tänzer. There's a great sense of love in the company, one for the other. I mean, there are difficulties, personal difficulties, but overall, and concern, and Mercer's been able to express that openly, but after a while you sense it. He never expresses it openly. Not really. No. It was very interesting when he did the ballet for the New York City company. He asked us to do it for him one day in the studio before he went to work with them. And we did it. And that was, I remember very distinctly, he said, thank you very much, you're beautiful dancers. Hundreds of things. Not really. Yes, you can. Das letzte in New York. Psychedelic Discotheques. Psychedelic gleich die Seele aufwellen. In Diskotheken werfen Projektoren Lichtmuster auf Wände und Tänzer. Die projizierten Farben sind von ihren Urhebern erfahren worden auf der Reise in den Rausch, den LSD-Rausch. Projektor und Lautsprecher, Licht und Ton sind gedacht als psychischer Eingriff. Schock, der die Seele befreien soll. Diskotheken, im ursprünglichen Sinn einfach Tanzplätze mit Plattenmusik. Die Tänzerinnen lieben Diskotheken. Was that first in France? They first discovered it in France? Natürlich tanzen wir nach dem Tanz, sagen die Tänzerinnen. Es ist gesund, es befreit. That's a very personal feeling about it. I just think that you know, that kind of dancing seems very healthy, it's very releasing. Der eine Tanz setzt Energie frei, der andere ladet wieder auf. Man erfrischt sich mit dem einen für das andere. Man kann im Leben weit mehr als nur zwei Sachen betreiben.
lets loose energy in one area, and then you let loose energy in another area, and it completely revives you. That's how you can do more than two things. You said you couldn't. That's why tours are sometimes a drag, because you don't have any chance to let out your energy in another way. You just have just the dance. I feel it. Stand on your head, Barbara. Mark, on the bus, please. I was a dancer in college. Yourself? Yeah, and then I also started to like the dance concerts at school. And then for my senior year, I had to decide which I wanted to do more, light them or dance in them, because you can't do both. And so I stopped dancing. And this is your ambition? Lighting? Lighting designer, sure. It's fun, isn't it? Die Lichtmeisterin. Im Idealfall würde ich die Beleuchtung eines Tanzes entwerfen, ohne diesen zu kennen. Yeah. Dann ist die Bühnenbeleuchtung eine unabhängige, in sich geschlossene Einheit, ebenso wie die Musik und ebenso wie der Tanz. Alle drei treffen spontan aufeinander bei der Aufführung. And that is for the next new piece, for instance. I shouldn't see it. I should make a lighting design for it, but I shouldn't see the piece. It should be a lighting design which is a whole unto itself. And the music is a whole unto itself, and the dance is a whole unto itself, and we put them all together in performance. And that's the way it should happen, ideally. Ja, As it's supposed to be. If kann einmal durchsehen. If you're, are you? Was meint? Yeah. I can be Barbara. Yeah, more or less. That's roughly like that. That's the first position. Like this. Well, she's not the first one. No. No, first but this one, for this particular. But for this particular person, there are several other dancers already here. Oh, that's true. She has stand here. You want? She should be there. Choreograf und Begründer der Tanzgruppe Merce Cunningham. Er entwirft seine Tänze, ohne die Musik vorher gehört zu haben. Einzige verbindende Klammer zwischen Komponisten und Choreografen während der Vorarbeiten zu einem neuen Ballett ist eine verabredete Zeiteinheit. Zum Beispiel 40 Minuten. That's fine. She starts this way. Yes. Oh no, that's fine. And she goes way back around. Yes. No, that's fine. But that's not the jitterbug one. That's different. Das ist nicht der Jitterbug-Tanz. Nein, das ist von den anderen Mädchen, die mit diesem Dingsbums halt, wie heißt sie? Was denn? Na, also das ist also... Mit Gemüse auf dem Kopf. Mit Gemüse auf dem Kopf. Tanz und Musik. Bei der Premiere treffen sie zusammenhanglos aufeinander. Cage sagt, ich möchte mich so ausdrücken, dass die Idee hinter meinen Worten meinem Partner unerklärlich bleibt. Er aber eine Idee empfängt, die ich nie hatte. Wir müssen sprechen, ohne auf eine Antwort zu spekulieren. Anstelle der Illusion, wir verstünden uns, sollten wir den Willen zum Missverständnis setzen. Dann entdecken wir Übereinstimmungen und nennen sie Zufall. Dann lächeln wir und freuen uns. That's good. No, that's all right. 1, 2, 3. Und dann habe ich sie nicht. All right. Now, you see, now, come, that's right. Now stop there. You see where she is? Jetzt right. And then other, einmal. Put him on the other side, good. There's nobody at one right now. Die beiden Musiker, Gordon Mummer und David Tudor. What? A boom-bitty boom? But then I'll do schematics for each of the two modifiers on each side, which are different. And you can, I mean, you don't have to use those. You can use any that you want, of course. But then I want to make a configuration, diagram for the switching, so John can do that business. I talked with Merce, and he said it's being done again in Urbana, Illinois, in October, and that very possibly they can arrange for me to come down there for it, so we can see if it works again. It'd be nice if it would work out that way. But if it looks like music, that's fine. David Tudor. Spielte mal Kirchenorgel. Well, hamburgers, yeah. Place, yeah. Okay. Give it a whirl. Dann wurde er zum besten Pianisten extrem moderner Musik. David, the marvelous shopper. What does he buy? He looks to see what there is. Just as when I'm in the woods, I look to see what mushrooms there are.
he looks to see what things there are, you know, in the world. He's not only the most traveled, he's the best shopper in the world. Heute kann man ihn kaum überreden, ein herkömmliches Instrument anzufassen. Es interessiert ihn nicht. Es gibt genügend andere, die es tun. It's necessary, but it doesn't often seem necessary to him. I think it's because other pianists are doing it, and he needs to do what other people aren't doing. Er redet wenig. We watched him, I think, all these 3 weeks, and I wonder if I got a dozen sentences. Well, there again, he doesn't speak unless he thinks it's necessary. I understand that. And very often, even when he speaks, it's difficult to understand exactly what he means. I don't think he's essentially verbal. Manchmal spielt er noch Klavier, bei gewissen Repertoirestücken der Gruppe. Cage hat auch mal für Klavier komponiert, hat überhaupt einmal für herkömmliche Besetzungen komponiert. I couldn't find it. I'm looking for a Zigarettentoter. Zigaretten? Toter. What's that? Maybe for for John. In the waiting room. Perhaps. Let's go there. There are some more shops. Something to kill a cigarette? Yes, it's like a little thimble. Cage sagt, wir wollen kein Kunstwerk produzieren, sondern eine lebendige Situation schaffen. Unerwartetes tritt ein und nicht Ereignisse, die unter der Überschrift eines allgemein verabredeten Gefühls zusammenlaufen. Then what you come to finally is that not so much a work of art as a really live situation with unexpected things happening in it rather than things that all come together under the heading of one general feeling. Radio, but essentially it was a business of finding the sound in the environment. That was variation. Monsieur Maat, Kunsthändler aus Paris. Er hat Bonnard, er hat Chagall, er hat Kandinsky, er hat Giacometti, er hat Miro. Er hat die Bilder vieler Maler verkauft.
Vor kurzem ließ er in Südfrankreich ein modernes Haus bauen, füllte es mit Bildern und Plastiken, machte eine Stiftung draus. Die Stiftung Maat. Zur Einweihung kam Kulturminister Malraux und hielt eine Rede. Mit dem Auto braucht man 20 Minuten vom Badestrand in Nizza. Im Ferienmonat August gibt es ein Festival hier. Name: Die Nächte der Stiftung Maat. Besondere Attraktion im Jahre 66, John Cage und seine Truppe. Sie haben ihre Gönner. Il y a Monsieur Cage, Monsieur John Mag. Oh, I'm so glad to meet you. Thank you so much for bringing us here. Do you speak English? Oh no, a little. Eh bien, je suis enchanté de Moi faire aussi, je votre suis très très heureux de vous accueillir ici et je crois que ça vous plaira, là, comme cadre, et qu'on pourra faire quelque chose de bien. J'en suis sûr. On fera tout ce qu'on pourra pour que ce soit bien. Il faut savoir que nos bagages de théâtre ne sont pas arrivés, pas encore. Demain, j'espère. C'est un mélodrame. Oui, non. Par le train, vous êtes arrivé? Oui. Alors demain, avec les camionnettes, on ira. Mais les bagages sont à la douane. Où ça? Dans quelle ville? Entre l'Espagne et la France. Mon Dieu. Ça, alors, c'est What's the basic amount of time you will need? What's the minimum he means? Probleme bei der Ankunft. Das Bühnengepäck ist im Zoll an der spanisch-französischen Grenze geblieben. Der Zoll arbeitet über das Wochenende nicht. Heute ist Sonntag. Morgen der Abend des ersten Auftretens. Schafft man das Gepäck rechtzeitig her? Wie sind die Bühnenbedingungen? Wie die Möglichkeiten von elektrischem Anschluss, Verstärkung, Lautsprecheranlage? Sind die versprochenen Zusatzgeräte für die Musiker vorhanden? It would have to be here by 6 o'clock. The question is, can we even charter a plane from... Well, that's the next problem. I think we can. That's a very nice smile. Well, tell me the trunk numbers. Die Leitung des Internationalen Festivals für Musik und gegenwärtige Kunst, die Leitung der Stiftung Maat hat alle Unterstützung zugesagt und hofft, dass es der Gruppe hier gefällt. No, he suggested we just plan on flying at all, but I thought if we can only get a very small plane, then we only take what we can get. Because the rest can come on the... Well, I don't know. I have no idea. But what do you need now? C'est bon, ça marche comme ça? D'accord? No. Hein? Right, now I need to know words, certain words. Alors ça peut se faire. Orienté. Voilà. Orienté. Et ce jeu d'orge, ça sert pour là-haut. Et moi, je suis d'accord de là-haut. Open is ouvrir. That's Spanish. To regulate. Ouvert. Open the lens, the aperture. Comment dit-on pour augmenter la lumière? Wo sind die Scheinwerfer aufgebaut? Wie schnell kann man sie umbauen? Wie verständigt man sich mit französischen Beleuchtern? Pas agrandir, comment on dit élargir. Élargir, oui, élargir le cercle. Agrandir, élargir le faisceau. Élargir le faisceau. Élargir. Élargir. Élargir le verbe élargir. Large is wide. So, élargir. Yeah, okay. Have you learned to blow that thing? Have you learned to blow that thing? I used to earn a living at this. Yeah? But I haven't played for 3 weeks, so it's like I just got up in the morning. Gordon Mummer hat $800 Schulden. Das ist wenig für einen Musiker, der mit elektronischem Apparat arbeitet. Geräte sind auf dem Markt der Elektroindustrie nicht unerschwinglich. Aber wenn man einmal interessiert ist, gibt es Kombinationsmöglichkeiten, die auszuschöpfen ein durchschnittlicher Lebensverdienst nicht reicht. Der Verdienst eines unabhängigen Komponisten und Musikers ist im Allgemeinen unterdurchschnittlich. Bei Konzerten für Musik, die elektronisch erzeugt wird, stellt der Veranstalter die meisten notwendigen Geräte. So wie er einen Steinway-Flügel für ein Klavierkonzert stellen würde. Man reist nicht mit empfindlichen und schweren Verstärkern, Bandgeräten, Lautsprechern in der Welt herum. Das Gepäck des Musikers umfasst gewöhnlich Kabel, Leitungen, Steckkontakte und präparierte Magnettonbänder. Seine Vorarbeit: der Aufbau eines Schaltsystems zwischen Klangquelle und Lautsprecher. Seine schöpferische Arbeit:
Die geschulte, einfallsreiche oder, wenn man will, intuitive Handhabung des Systems während eines Konzertes. Have to break it open? Well, I just don't want to spend all the damn day doing it. Eine Musik, die von Elektrizität abhängig ist. Um 11:30 Uhr morgens war der Strom an der Bühne nicht eingeschaltet. Die Musiker warteten seit 9 Uhr. Oui, mais non, mais il n'y a pas de courant dans celle-là. C'est pas de courant, ça. Mais oui, il vous faut du courant, mais c'est pas là. C'est pas cette là. Is there any now, Gordon? Pas encore. C'est la technique primitive. Anything yet? Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Ich musste an die Schwierigkeiten mit dem Aufbau denken. Cunningham hatte sein Trikot gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. Tropf, tropf ging es die ganze Nacht. Ich bin so geräuschempfindlich. Es war wie chinesische Marter. Die Leute sagen, du propagierst Chaos und Zufall. Dann kann dir doch alles egal sein. Sie verstehen nicht, dass ich bei den Vorbereitungen sorgsam bin. 11:45 kommt der Strom. It's not working yet, the electricity. No. Ah, oui! Ah! Bien! Le plaisir de la vie. Falsche Geräte sind geliefert worden. When they first came in yesterday, are stereo. I mean, there's a lot of hanky-panky, you know. Right. There's a lot of hanky-panky. I don't know what going. you mean. Well, deception. Oh, I know. The man says they are stereo when they were delivered. I know. Just 10 minutes ago, you know. Yes. Eh bien, il nous faut They're not stereo, I think. a stereo machine, un autre comme ça. Das Ballett tanzt barfuß. Die Bühne ist aus frischem Kiefernholz aufgebaut worden. Über Nacht feucht, splittert das Holz in der Tageshitze. Die Nagelköpfe treten hervor. Wir können unsere Füße verletzen, aber es bleibt uns keine Wahl. Wir machen es eben, sagt Carolyn Brown. It's not friendly to your feet. Do you have scissors? Okay. Not with my hand though. But what I wonder about that you do it at all. Because you could, do something to yourself so you wouldn't be able to dance anymore for another month or 2 months. That's right. Years. We just do it. We don't seem to have any choice. Good? Yeah. Cunningham sagt, wie langweilig war meine Ausbildung.
Heute ist das alte Schema von du darfst und du darfst nicht durchbrochen. Alles wird mit frischen Augen angesehen und die schöpferischen Bedingungen ausgeweitet. It's some kind of big change has taken place, which and I think it must be something about rules and non-rules. Because if you keep saying in rules, the rules are you do this, and everybody struggles like mad to pin themselves within those rules. But if you open it out and say all these things are possible, and look at it in a fresh way, then they can do that. Because I know the teaching, the kind of compositional training I had, such as it was, I quit because I couldn't stand it, was so phenomenally dull. Some with high prices. You get the best deal convertible right now at Judges. Prices start at a low $8.95. Now drive into Judges to make an offer on any of these beautifully warranted convertibles. Now on sale at Judges. Judges has 62, 63, 64, then 65. You get Frigidair's new Ride Air accessories. On top of which they say the music was impossible. Oh, it was fantastic. It was fantastic. It was wild. And they even went so far, there was a lady who wrote into say that she had come to New York from a distance, and that in order to do that she had had to employ a babysitter. Oh, yes. And they printed this in the paper. Oh, it was They printed their letter, the critic printed it, and that when she got there, what she saw and what she heard was so bad, you see, so frightful, that she had, so to speak, been cheated Yes, out she of all this wasted her money. money. You see, the ticket, the train ticket, and the babysitter, and then the critic added that we had no right to treat people in this cruel fashion. Cage erzählt, da war die Dame, die nach New York gekommen war, uns zu sehen. Sie kam angereist, das kostete Geld. Hatte einen Babysitter für ihr Kind besorgt, das kostete Geld. Dann sah sie uns und war empört. Sie war ihr Geld betrogen worden. Sie schrieb einem Musikkritiker. Dieser zitierte ihren Brief und schrieb, wir hätten kein Recht, unser Publikum so gemein zu behandeln. What you want is not work, but you want no work. And you get paid for it, and you get plenty of food, and you get all the electricity and transportation and communication and everything that you want, you get. And not because you did any work. I think if you do work, it will be because you want to do it. Because you find it interesting. Es wird kommen die Zeit des Überflusses, der wohlhabenden Arbeitslosigkeit. Wohlstand für alle durch Maschinen erzeugt. Nichtstun wird bezahlt. Arbeit nur noch getan, wenn sie Spaß macht. Anstelle der Knappheit von Nahrung und Gütern wird die Knappheit der Arbeitsmöglichkeiten treten. Kunst wird Zeitvertreib, anonym, frei für jeden zu betreiben und zu empfangen. There's not going to be enough work to go around. In other words, instead of there being a scarcity of food and things, there's going to be a scarcity of work. Politik ist nichts als Lenkung von oben. Ich hoffe auf die Anarchie. Eine Anarchie des nützlichen Tuns. So wie man sich des Telefons und des Leitungswassers bedient, sollte alles sein. Mehr ist nicht nötig. La politique, c'est dirigismus. Oui, 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 oui. Et j'espère une société où utilité
c'est l'anarchie, l'anarchisme. Par exemple, la manière dont on se sert du téléphone et de l'eau. Oui, oui. Les utilités. Oui. C'est tout ce qu'il faut. No more music. Ben. Stop music. Am Konzertende verteilt er selbstverfasste Pamphlete gegen Cage. Er mag seine Theorien, findet aber sein Tun im Konzertsaal veraltet. Cage, hast du Angst, das Neue zu praktizieren? Die Musik der Gegenwart ähnelt sich so sehr, dass sie mich langweilt. Alles muss geändert werden. Die Musiker sollen sich in den Bäumen verstecken. Die Zuschauer sollen Musik machen. Fesselt und knebelt das Publikum. Cage ein Schlafmittel verordnen und ihn schlafen hören, schreibt er. Cage antwortet, wenn dir ein Beefsteak angeboten wird, sage nicht, es sollte ein Schweineschnitzel sein. Komm lieber nicht her. Try to use it positively, either in relation to what you see or in relation to what you do. For instance, if someone offers you a beefsteak to eat, don't say it should have been a pork chop. Either eat it or refuse it. Ben sagt von sich, ich bin ein junger Dichter, Maler, Komponist. Kunst ist wie ein Pfeil. Es geht in einer Richtung voran. Da war Rembrandt und machte was. Michelangelo und so weiter und so weiter, Anton Webern und dann kam John Cage und ich möchte es natürlich weitertreiben. Cage antwortet, das ist typisch Europa. Du bist noch in der Renaissance. Es gibt nicht eine Linie, auf der sich alles weiterentwickelt. Es gibt nur ein Feld, in dem wir alle sind. Du auch. Well, I've got in my mind maybe a kind of point of view of the world, and which is wrong. I mean, I shouldn't be static like that. And I see a kind of history about, and I see a kind of arrow, and I see this arrow is advancing, and I see Rembrandt's doing something, and I see Michelangelo's doing something, and I see Weber did something, someone, and then came John Cage and did something, and I'm putting points up like that, and I want to go one point further. Of course, that's natural. This is a Renaissance point of view. It's a European point of view. Yes. That everything's going in a single line. Yes. Well, and then we're not maybe going in a single line. We're in a field. Yeah, that's and where I think you're mistaken. You can because also enter into the field. I've done everything. Washed dishes, washed walls. I was making advertising and library research work. It's only really since I'm 50 years old that I live by means of music, but it's still not writing music. It's rather moving around, talking about music or performing music. John Cage besitzt eine Kreditkarte vom American Express. Schon weil er den bargeldlosen Einkauf liebt, als Vorzeichen einer zukünftigen Wirtschaftsform. Man zeigt eine Karte mit Namenszug und erhält seinen täglichen Lebensbedarf. Mit einer Kreditkarte vom American Express muss er mindestens $7.500 im Jahr haben. Seit 2 Jahren verdient er Geld damit, über Musik zu sprechen und Musik aufzuführen. Nicht durch seine Kompositionen. Er sagt, die Rolle des Komponisten heute besteht darin, zu telefonieren, Public Relations zu machen und finanzielle Sicherheiten herauszuholen. Bis 50 war Cage arm und verdiente sein Geld durch Gelegenheitsarbeit. Henry Miller said he came to money from his books when he was 70 about. 70. 70, when it was actually too late. Is he? It's very curious what people think is too late, because if they're still alive, of course, it's in time. It's not too late. Um vor dem Riviera-Publikum und auf der Bühne dort vorne auftreten zu können, müssen Cage und seine Truppe zusehen, wie sie die Transportkosten hereinholen. Ihre Gagen decken nicht die Reise. Aus der Klemme helfen ihnen gewöhnlich Künstlerkollegen, Maler. Bob Rauschenberg zum Beispiel finanzierte zu großen Teilen eine Welttournee der Truppe durch Verkauf seiner Bilder. Seine Bilder begannen damals auf dem Markt anzuziehen. Er hatte gerade den Preis der Biennale in Venedig bekommen. Für diese Tour hat Miro der Gruppe ein Bild geschenkt. Ein Bild, das vom Kunsthändler Maat in einem Brief an Cage auf $20.000 geschätzt wurde.
Maat will das Bild für sie verkaufen. $10.000 Vorauszahlung hat er nach New York geschickt, damit die 14 Mann überhaupt herüberkommen können. You see, and we need to discover whether it is or not. If it is, then the other half of that money is due us immediately, as our agreement is. Otherwise, we need to know what the prospect is for a sale, because it will affect our financial situation in New York. No, but they already gave us half, so that means it was. I would think so. Where could they get the money otherwise? And they already agreed to give us the other half on arrival. Yes. So they should give it. They should, but I need your support for this. Yes, it's finished. Finished. Oh, when should I give it to you? You mean he disagrees? No, he just says, I've got to talk to Mr. Mock about it. We have to talk to Mr. Mock about it. We don't have the money here to do it. So we have to, this has gone on since last night, which is not unreasonable. Do you have a letter? Jetzt brauchen sie weiteres Geld. Die Tänzer haben nichts für Hotel und Essen. Cage und der Geschäftsführer der Gruppe wollen um einen weiteren Vorschuss auf die 20.000 bitten. And that the thing is worth 20. And the painting is there, and now we must try to sell the painting. For you, I think. Monsieur Lelon, Mitarbeiter von Monsieur Maat. Er kümmert sich um das Geschäft des Bildverkaufs. Er wird Monsieur Maat fragen, ob ein weiterer Vorschuss möglich ist. Er glaubt schon. Da das Bild nicht sofort verkauft werden kann, müssen Cage und seine Leute allerdings mit einem Teilbetrag zufrieden sein. I hope it could be made not now, you know, because everybody is on holiday and the gallery is closed. I hope we could try. I think to a customer, but I could try to sell him the painting in September. Not before, you know. But we could arrange the thing to give you something more. Yeah. You can give a further advance. I think so. I must be because our situation is so yes, I understand. Ticklish. Good. Well, I would want to get it to the bank to cash it because I have to pay the dancers today. Oui, oui. You can. Quite a number have no money. Well, I will check with Mr. Mack immediately. No problem. It was wonderful the other day. Cage hat das Bild noch nicht gesehen. Er wusste nur, dass Miro der Gruppe eins schenken wird und dass es $20.000 wert ist. Miro mit dem Bild. Bilder werden im Allgemeinen nach einem französischen Punktsystem auf ihren Marktwert festgelegt. Ein Punkt, ein Point, sind 22 mal 16 cm der bemalten Leinwand. 10 Point, 55 mal 46 cm. Der Punktwert eines Malers ist von den Händlern, welche die Kunstbörse verfolgen, ziemlich genau zu bestimmen. Man muss die Marktlage kennen. Monsieur Maat hat den Maler Miro unter Vertrag. Er kennt nicht nur seinen Marktwert, er bestimmt ihn zu großen Teilen. Der Preis des Malers, sein Wert, wird vom Händler gemacht. La grande variété de intensité. Miro m'a expliqué son enthousiasme déjà. Man kann sagen, nach den Verhaltensregeln eines Händlers ist es großzügig, auf ein noch nicht verkauftes Bild, sei es auch ein sicherer Artikel, Geld im Voraus zu geben. Das vorausgezahlte Geld hat die Bank verlassen und arbeitet nicht mehr. Ein herumstehendes Bild von Miro bringt keine Zinsen. Denn es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der Marktwert neuer Miro-Bilder weiter anziehen wird. Jedenfalls nicht, solange er lebt. Yeah. Yeah. I'll see you on stage, and then if Yeah. you see me, you'll kneel down, put your arms out. Yes. What I'll do is come out, stand in the middle, if you're still there, and then you can go off if you like, and then I'll wait till people have disappeared here, more or less, and then I'll kneel down. Right, because I might be off in some minutes. Yes, I understand, yes. Who made that noise? That was her. It's my carbon. Oh, she sounds like electronic music. She's singing the tune. 5 minutes, please. Because I'm in the way. Oh, 5 They're minutes. in the expression, the musical expression. 5 minutes, all right, let's go. Yeah, let's go. 5 minutes.
there's a great interest in this possibility of audience participation, but what this overlooks is the necessity of discipline. Discipline is, I think, the finding a way to be removed from one's memory and one's tastes. This takes a long time and takes hard work, and in a sense means renunciation of oneself. The audience has not done this. Therefore, they have no right to participate. Viele Leute sagen, das Publikum muss in einem Auftritt mit einbezogen werden. Diese Leute übersehen den Faktor der Disziplin. Das heißt, sich freimachen können von seinen Erinnerungen und seinem anerzogenen Geschmack. Das ist kein leichtes Unternehmen, bedeutet Arbeit, dauert lange Zeit, erfordert eigentlich Selbstaufgabe. Das Publikum ist diesen Weg nicht gegangen und hat darum kein Recht teilzunehmen, sagt Cage. Bravo, bravo. Oui. Aren't they marvelous? Il faut faire des dessins comme ça, avec une photographie avec l'œil. Will it never stop? L'année prochaine, si vous venez encore, ou une année que nous venons, nous ferons un ballet avec un vrai feu d'artifice intégré. Oui. Un vrai feu d'artifice intégré. Vrai. Beaucoup. Oui. Ah, ça c'est gentil. Ça vous fait plaisir alors. Allez, au revoir. Alors, au revoir, à bientôt. Hein. Je vous dis au revoir aussi. Et peut-être à New York, peut-être à Paris. Au revoir. Et merci. Et à New York ou à Paris. Voilà. Merci. Au revoir et bien merci. Et beaucoup de félicitations. Et peut-être à New York, je viendrai vous dire bonjour. Hein? Ou à Paris, au mois de novembre. Monsieur Cage, je m'excuse de vous interrompre, mais il faut que j'aille me coucher. Je suis très Oui. Au revoir. Au revoir, et nous sommes dans le même monde. Nous sommes dans le même monde, peut-être dans les livres, dans la musique, dans la danse. On verra ça, hein? Nous sommes sur le même bateau. C'est ça. Et il ne faut pas que ça sink, how do you say? Il ne faut pas que le bateau... Non, il a de bons... Nous avons un bon capitaine d'abord, nous avons un bon capitaine. Il faut que ça continue. Allez, moi je trinque avec la bouteille. Vielleicht werden sie zum nächsten Festival wieder eingeladen. Auf die Bühne aus frischem Kiefernholz, für eine Woche zusammengezimmert. John Cage und das Cunningham Ballett sind auf dem Kunstmarkt ein im Steigen begriffener Artikel. Vielleicht deckt nächstes Jahr ihre Gage dann auch die Transportkosten, sodass sie nicht wieder auf das Geschenk eines Malerkollegen angewiesen sind. Das ihnen auch erst nützlich wird, wenn es seinerseits als Produkt auf dem Kunstmarkt umgesetzt ist. Ein letzter gemeinsamer Toast. Ça veut dire un coup de rouge. Ah, c'est un vieux mot français. C'est un vieux mot. d'amples explications. Oui, il est très difficile. Il faudrait un bon traducteur. James Joyce. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Alors, au revoir. Good luck. À bientôt. Au revoir.
Au revoir, Claude. John. What's my job? From sailing. No. I didn't speak. Every time I've been with you, I remember. Madame Voss was merciful. À Paris. It's a great place. Mais, bien, c'était un grand plaisir. Französische Großindustrielle haben die ganze Gruppe für 3 Tage auf ihr Landgut eingeladen, zur Erholung. To hunt mushrooms, sagt John. Pilze jagen. It may have a very hot milk. Yes, it does. And the ones that have hot milk are not good, except the Russians like them. Well, we've at least decided which is male and which is female. It's something it takes some people their whole lives to find out. And others of us decide that others of us decide that it really doesn't make any difference. John. It's been eaten up by slugs. Yeah. But And still. this is hypaloma or nematoloma. They're changing the name. Well, that blue thing, yes. It's purple. That's we have a blue one like this in Ann Arbor. Did you see the Express? Did you? There's something about it is not very nice. But Oh, it isn't, right? the problem is that it's marqué. It's all about. This word farfelu, it's got something to do with outrageous imagination or something. Ich glaube, wir fangen Unternehmen an, zu denen wir uns selber einladen oder zu denen wir von anderen eingeladen werden. Man hat mich zum Beispiel gebeten, ein Stück für Orchester und Streichsextett zu komponieren. Ich erfülle den Auftrag und werde damit zum nützlichen Glied der Gesellschaft. Die Arbeit aber werde ich so erledigen, dass sie mir Spaß machen wird. What does farfelu mean, Benedict? What? Farfelu. Absolute? Farfelu? Oh, that's a nice word. It's mean... Die Gastgeberin hat die Zeitschrift L'Express gebracht. Ein Artikel behandelt die Truppe und John Cage. Der Schreiber benutzt das Adjektiv farfelu, um John Cage zu beschreiben. Was heißt farfelu? Die Gastgeberin sagt, ein sympathisches Wort. Es hat die Bedeutung von Poesie und einer etwas befremdeten Haltung in der Welt. It's not pejorative. It's had a nice connotation, which mean with poetry and strange attitude in life, but nice. We do two things in life, it seems to me. We do what we invite ourselves to do, or we do what someone else invites us to do. And right now I have been asked to write a piece of music for orchestra and string sextet. And that makes me, so to speak, useful member of society. So I wish to fulfill that obligation or that invitation in such a way that it not only fulfills the commission, but that it interests me too.